Bist du schon einmal auf der A2 Richtung Berlin an Marienborn vorbeigefahren? Oder warst du in Potsdam auf der Glienicke Brücke spazieren? Heute wirken diese Orte fast unscheinbar. Autos rauschen vorbei, Touristen machen Fotos, Menschen gehen spazieren und alles sieht nach Alltag aus. Doch vor nicht einmal 35 Jahren, also bis 1989, war das hier eine ganz andere Welt. Marienborn war einer der wichtigsten und strengsten Grenzübergänge zwischen Ost und West. Und die Glienicke Brücke war nicht einfach nur eine Brücke, sie war eine Grenzlinie, ein Symbol, ein Ort, an dem Geschichte entschieden wurde. Denn die Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik verlief nicht nur irgendwo am Rand, sie schnitt sich mitten durch Städte und Dörfer und manchmal sogar über Straßen und Brücken. Diese Orte, die heute so harmlos wirken, waren damals hoch gesichert, mit Kontrollen, Sperranlagen und der ständigen Angst, dass ein falscher Schritt alles kosten könnte. In diesem Video zeige ich dir besondere Grenzorte der DDR, an denen die deutsche Teilung bis heute sichtbar ist. Orte, die heute wie normale Plätze aussehen, damals aber für viele Menschen lebensgefährlich waren. Also, lehn dich zurück und los geht's! Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland geteilt. Im Osten entstand die DDR, im Westen die Bundesrepublik Deutschland. Viele Menschen wollten die DDR verlassen und in den Westen fliehen. Das wollte die DDR-Führung natürlich unbedingt verhindern. Deshalb baute sie ein riesiges Grenzsystem auf. Mit Kontrollpunkten, Grenztruppen, technischer Überwachung und einer engen Zusammenarbeit zwischen Militär, Polizei und Staatssicherheit. Die Grenzorte, über die wir jetzt sprechen werden, waren für das ganze Grenzsystem besonders wichtig. Stellen wir uns also vor, wir sitzen im Auto. Wir wollen aus der BRD nach West-Berlin fahren. Und das bedeutete, wir müssen durch ein System, das nicht nur kontrolliert, sondern auch einschüchtert. Beginnen wir mit Checkpoint Alpha, besser bekannt als Grenzübergang Marienborn. Marienborn lag an der wichtigsten Autobahnverbindung zwischen Westdeutschland und West-Berlin. Heute kennen wir sie als A2. Fast jeder, der nach West-Berlin wollte, musste hier durch. Und das war kein normaler Grenzübergang. Marienborn war ein Hochsicherheitsbereich. Fahrzeuge wurden komplett kontrolliert. Manche wurden sogar teilweise auseinandergebaut. Und Reisende konnten stundenlang festgehalten werden. Die DDR verfolgte hier vor allem 3 Ziele: Fluchten verhindern, Einreisende kategorisieren, um sie möglicherweise zu überwachen und zu zeigen, wer die Kontrolle hat. Wichtig ist dabei, Marienborn war kein einzelner Posten, der für sich alleine arbeitete. Verdächtige Fahrzeuge wurden gemeldet, Kennzeichen weitergegeben und Bewegungen beobachtet. Die Grenze war ein vernetztes Kontrollsystem. Und wenn wir jetzt weiterfahren, wird klar, Marienborn war erst der Anfang. Als nächstes erreichen wir Checkpoint Bravo, den Grenzübergang Drewitz-Dreilinden. Hier endete die Autobahn aus West-Berlin. Wer die Stadt verlassen oder betreten wollte, musste hier vorbei. Checkpoint Bravo war so etwas wie das Tor Berlins zur Welt. Auch hier gab es strenge Passkontrollen, Fahrzeugdurchsuchungen und feste Abläufe. Alles war geregelt, alles war überwacht. Für viele Westberliner wurde spätestens hier deutlich, Berlin war keine normale Stadt. Personen, die bereits beim Checkpoint Alpha aufgefallen waren, wurden hier noch einmal ganz genau unter die Lupe genommen. Denn die Checkpoints Alpha, Bravo und Charlie arbeiteten eng zusammen. Verdächtige Personen konnten von einem Übergang zum nächsten mitwandern, weil Informationen weitergegeben wurden. Und damit kommen wir zu dem Ort, den fast jeder kennt. Und zwar Checkpoint Charlie. Dieser Checkpoint ist wahrscheinlich der berühmteste von allen. Dieser Übergang war nicht für normale Bürger gedacht. Hier durften vor allem Alliierte, Diplomaten und Ausländer passieren. 1961 kam es genau hier zu einer extrem gefährlichen Situation. Amerikanische und sowjetische Panzer standen sich direkt gegenüber. Kein Schuss fiel, aber ein einziger Fehler hätte gereicht, um einen Krieg auszulösen. Checkpoint Charlie war ein Symbol des Kalten Krieges. Heute ist nicht mehr viel von dem Checkpoint übrig geblieben. Doch damals war er einer der angespanntesten und gefährlichsten Punkte der Welt. Die Grenze bestand natürlich mehr als nur aus Übergängen bzw. aus Checkpoints. Denn es gab auch Orte, an denen Menschen mitten im Grenzsystem lebten. Orte, die regelrecht eingesperrt waren, weil sie sich in Sperrzonen befanden, umgeben von Kontrolle, Verboten und Stacheldraht. Und genau zu diesen Orten gehen wir jetzt. Schauen wir uns als erstes Steinstücken an. Steinstücken war ein kleines Dorf.
Und das Verrückte ist, es gehörte zu West-Berlin, aber es lag mitten im Gebiet der DDR. Das bedeutet, Steinstücken war eine sogenannte Exklave, also ein Gebiet, das zu einem Staat gehört, aber komplett von einem anderen Staat umschlossen ist. Für die Menschen dort fühlte es sich an wie ein Leben auf einer Insel, nur ohne Wasser, rundherum DDR und dazwischen Grenze, Kontrolle und Misstrauen. Wenn die Bewohner Steinstücken verlassen wollten, ging das nicht so einfach. Sie durften den Ort nur über einen streng kontrollierten Weg verlassen. Und wer rein oder raus wollte, wurde beobachtet, teilweise sogar überprüft. Und jetzt wird's verrückt. Damit Steinstücken wirklich westlich blieb, wurden sogar US-Soldaten per Hubschrauber eingeflogen. Denn über Land war das oft zu riskant oder politisch zu kompliziert. Man erzählt sogar, dass manchmal selbst der Weihnachtsmann mit dem Helikopter kam. Einfach, weil es anders kaum möglich war, den Ort sicher zu erreichen. Warum dieser ganze Aufwand wegen so einem kleinen Dorf? Weil Steinstücken politisch extrem heikel war. Denn dieser Ort war viel mehr als nur ein paar Häuser. Steinstücken war ein Symbol. West-Berlin war nicht einfach nur eine Stadt, es war ein Zeichen dafür, dass der Westen mitten im Osten stand. Und genau das wollte die DDR eigentlich nicht akzeptieren. Ein winziger Ort mit einer riesigen Bedeutung. Ganz in der Nähe lag Klein-Glienicke. Klein-Glienicke war ein Ortsteil von Potsdam, also DDR-Gebiet. Und trotzdem war West-Berlin nur wenige Meter entfernt. Genau das machte den Ort für die DDR extrem gefährlich. Denn Klein-Glienicke war fast komplett von der Berliner Mauer umschlossen. Es gab nur wenige Zugänge und die wurden streng kontrolliert. Wer rein oder raus wollte, wurde überprüft. Und Grenzsoldaten, Beobachtungsposten und Sperranlagen sollten verhindern, dass Menschen in Richtung West-Berlin fliehen. Viele Bewohner fühlten sich dadurch eingesperrt und ständig beobachtet. Klein-Glienicke galt deshalb als besonders fluchtgefährdet, weil Freiheit dort manchmal wirklich nur ein paar Schritte entfernt war. Und genau das zeigt uns etwas ganz Wichtiges. Die Grenze verlief nicht irgendwo weit weg, sie war mitten im Alltag, mitten zwischen Häusern, Straßen und manchmal sogar nur ein paar Meter von der Freiheit entfernt. Und wenn wir von Klein-Glienicke aus weitergehen, kommen wir zu einem Ort, an dem diese Grenze noch sichtbarer wird, die Glienicker Brücke. Die Glienicker Brücke verband Potsdam mit Berlin und mitten auf dieser Brücke verlief damals die Grenze. Hier trafen Ost und West direkt aufeinander, also DDR und BRD, die USA und die Sowjetunion. Das war nicht nur einfach eine Brücke, das war ein politischer Brennpunkt. Denn später wurde sie als Agentenbrücke bekannt. Hier wurden nämlich gefangene Spione ausgetauscht. Ein Agent gegen den anderen, streng überwacht, streng geheim, oft nachts oder im Morgengrauen. Und genau das macht diesen Ort so besonders. Hier fand Weltpolitik auf wenigen Metern statt. All diese Orte hatten unterschiedliche Aufgaben, Kontrolle, Abschreckung oder Symbolik. Aber sie gehörten zu einem einzigen System. Die Grenze war politisch geplant, militärisch organisiert und technisch überwacht. Das Ziel war immer dasselbe. Die Grenze sollte undurchlässig sein und die eigene Bevölkerung an der Flucht hindern. Und viele Menschen verloren bei Fluchtversuchen ihr Leben. Wichtig ist, das hier war nur eine kleine Auswahl von Grenzorten. Natürlich gab es noch viele weitere, zum Beispiel große Abschnitte der Berliner Mauer und andere Orte, die man heute teilweise immer noch sehen und besuchen kann. Und genau deshalb sind diese Orte so wichtig, weil sie zeigen, wie stark die deutsche Teilung war und wie sehr Politik in den Alltag eingriff. Heute kann man viele dieser Orte besuchen, ohne Schranken, ohne Waffen und ohne Angst. Also, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Abo da und schreib mir mal in die Kommentare, an welchen dieser Grenzorte warst du vielleicht schon einmal? Oder kennst du noch einen Ort, den man heute unbedingt besuchen sollte? Und wenn dich weitere Videos zu solchen Themen interessieren, dann schau dir als nächstes gerne dieses Video hier an. Bis zum nächsten Mal, dein Herr Müller.